Looks like I've got a plane to catch. Im Rahmen einer PlayStation State of Play haben Sony und vor allem das Entwicklerstudio IO Interactive gestern Abend sehr viel Gameplay aus dem neuen James-Bond-Spiel 007 First Light gezeigt und auch den Release-Termin verraten. Am 27. März 2026 soll das Spiel für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S und für die Nintendo Switch rauskommen. Wer das 70 € teure Spiel zudem vorbestellt, bekommt ein Upgrade auf die Deluxe-Edition, die ein paar zusätzliche Skins mitbringt und die euch die Vollversion 24 Stunden früher spielen lässt. Auf der Gamescom hatte ich den ersten Teil der Präsentation von gestern Abend bereits gesehen. Gestern gab es aber noch einen zweiten Teil und der war sogar noch spannender, denn er zeigte deutlich genauer, wie gerade auch der Sandbox bzw. der Schleichabschnitt des Spiels funktioniert. Also welche Gadgets man einsetzen kann, was es für unterschiedliche Lösungswege gibt und was James macht, wenn die Situation dann doch mal eskaliert. If he was from MI6. What? Excuse me? Who are you looking for? Relax, off-duty museum security. Don't. Having been discovered, Bond will need to rely on more than wit and charm to contain the situation. In melee combat against multiple assailants, you'll need to think fast. Combining throws, parries, and direct strikes with environmental takedowns and items. Ja, und hoffentlich kann man vorher auch die Bewegungsunschärfe ausschalten, denn das sieht wirklich furchtbar aus. Das Gameplay hier wurde übrigens auf der PlayStation 5 Pro aufgenommen. Simon says don't get up. Sometimes James will need more than his fists to get out alive. When enemies show clear intent to shoot and kill Bond, you will be granted a license to kill. Was mir aus der Präsentation gestern und auch aus der Gamescom-Vorführung noch nicht so ganz klar geworden ist, ob diese offenen Schießereien immer fest vorgegeben sind oder ob die auch aus den Schleichabschnitten, also aus den Sandbox-Leveln heraus eskalieren können. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, in den Sandbox-Umgebungen, die ja doch recht stark an Hitman orientiert sind, ist ja kein Wunder, IO Interactive ist ja das Hitman-Entwicklerstudio. In diesen Abschnitten wird man zwar kämpfen können, aber man wird wahrscheinlich auf Nahkampf beschränkt sein. Und vielleicht geht das sogar so weit, dass man nicht mal einen großflächigen Alarm auslösen darf. Trained by the Royal Navy, Bond is an expert marksman. His Q-pistol firearm is a great conversation starter. Enemies can provide additional firearms. You'll just have to borrow them for a moment. With quick thinking, you can turn the tables on your enemies by making the very environment a deadly weapon. Gadgets used for stealth and infiltration can also be deployed in combat to disrupt enemy attacks or provide further offensive options. Allowing you to fight fire with fire or distract to make your escape. Adversaries come equipped with different levels of armor, requiring either greater ballistic might or tactical improvisation. To support him in challenging situations, Bond can use his own instincts. This mode will help you focus on your most difficult targets. Whether human or environmental, Bond must be fast, cunning, and uncompromising to prevail in the world of 007 First Light. Slow Motion, Umgebungszerstörung, sogar die Möglichkeit, Gegnern Waffen aus ihren Händen zu schießen oder der Klassiker, einen Kronleuchter auf sie stürzen zu lassen. 007 First Light verspricht ein sehr flexibles Kampfsystem. Man kann sogar leer geschossene Waffen den Gegnern ins Gesicht schleudern. Aber diese Schießereien und diese zugespitzten Actionsequenzen sind natürlich nur ein Teil des Spiels und wahrscheinlich auch ein recht kleiner Teil des Spiels, weil sich solche extrem durchgeskripteten Szenen natürlich auch einfach recht schnell spielen lassen.
Gerade im Vergleich mit offeneren Schleichmissionen, in denen ist man natürlich einfach viel länger unterwegs, weil man Gegner beobachtet, überhaupt erstmal die Lage auschecken muss und dann sich vielleicht unterschiedliche Lösungswege sucht. Oder in den Abschnitten vorher, in denen man noch gar nicht rumschleicht, sondern sich einfach nur so die Umgebung anschaut, mit Leuten spricht, unterschiedliche Lösungswege findet. Aber dazu kommen wir noch. Ich bin hier in dieser Demo nämlich ein bisschen nach hinten gesprungen. Das hier ist eigentlich das große Finale der ersten Mission von First Light. Die geht deutlich ruhiger los, aber nach hinten raus kracht's gewaltig. Und natürlich erinnern diese sehr geradlinigen, stark durchgeskripteten Szenen sofort auch an die Uncharted-Serie. Gerade mit dem Ende, das ihr gleich noch sehen werdet, aber auch dadurch, wie ja fast schon jugendlich James Bond hier noch aussieht. Noch nie in einem James Bond-Spiel oder auch einem James Bond-Film haben wir den britischen Geheimagenten so jung erlebt wie in First Light. Denn hier erfahren wir, wie James überhaupt beim MI6 gelandet ist und wie er sich dann seinen Doppel-Null-Agentenstatus verdient. Gesprochen wird James Bond dabei übrigens vom britischen Schauspieler Patrick Gibson, der durchaus schon Erfahrung damit hat, jüngere Versionen von etablierten Figuren zu spielen, denn er spielte Dexter Morgan in der Dexter Original Sin Prequel-Serie. Need a way to force it down. If I could access the flight control system. Let's make some turbulence. Eine deutsche Sprachsynchronisation ist wohl zumindest laut Steam-Übersicht nicht geplant, aber es wird natürlich deutsche Texte geben. Trotzdem finde ich das für eine Marke, die so sehr auf ein Massenpublikum ausgelegt ist, schon sehr schade. Schließlich sieht das ja hier durchaus nach einer AAA-Produktion aus, auch wenn IO Interactive das Spiel am Ende selbst published. Es ist ja trotzdem eine Zusammenarbeit mit Amazon, bei denen ja inzwischen die Bond-Lizenz liegt, und mit 70 € ist es halt eben doch ein Vollpreistitel. Was die Spiellänge angeht, habe ich bislang übrigens noch keine Infos gefunden, aber wahrscheinlich wird die durch die doch recht flexiblen Schleichabschnitte ohnehin stark variieren können, zumal man die Missionen mit zusätzlichen Modifikatoren ohnehin wiederholen kann. Wie die nun ganz genau aussehen, das weiß ich noch nicht. Bei den Locations hingegen wissen wir, dass es unter anderem auch nach Island gehen wird, in die Slowakei und nach Vietnam. So, und spätestens hier werden natürlich Erinnerungen an Uncharted 3 geweckt. Oder, für die Älteren unter uns, auch an einen der besten Level aus dem Agenten-Shooter-Klassiker No One Lives Forever. Heute sehen solche Szenen immer noch spektakulär aus, aber damals im Jahr 2000 war ein Ego-Shooter-Level, bei dem man aus einem Flugzeug stürzte und auf die Erde zuraste, ein absoluter Mindblower. Ist das ein richtiges Wort? Ach, egal. Es gibt übrigens noch einen Grund, warum der neue, junge James Bond so sehr an Nathan Drake erinnert, denn auch James kommentiert jetzt einfach fast alles, was er macht, aber davon werden wir gleich noch mehr hören. Denn jetzt drehen wir die Zeit zurück. This is a black tag operation, so discretion, ladies and gentlemen, is critical. Mit diesen ruhigen Szenen begann gestern die Gameplay-Präsentation von First Light und bis zur Action-Eskalation am Flughafen dauerte es rund 19 Minuten. Ich werde das hier wahrscheinlich ein bisschen zusammenkürzen und noch mit späteren Teilen aus der Präsentation ergänzen. Aber was wäre James Bond ohne Product Placement? Und deshalb ist jetzt erstmal mein Kollege Jakob dran. Dieses Video wird dir präsentiert von Vodafone. Zeit für ein Smartphone-Upgrade? Dann ist dieses Angebot von Vodafone vielleicht genau das Richtige für dich. Jetzt gibt es das iPhone 16 für monatlich 64,65 mit unbegrenztem Datenvolumen im Gigamobil M. Und Kunden unter 28 sichern sich den Gigamobil Young M-Tarif für sogar nur 54,65. Natürlich auch mit unbegrenztem Datenvolumen. Dank dem 200 € Apple-Willkommensbonus sparst du nicht nur bares Geld, sondern surfst auch noch ohne Ende. Alle Infos findest du im Link in der Videobeschreibung. Now I could get used to this. Don't act too impressed, dearest, or you'll blow our cover. And James, do quit your pouting. I'm a glorified hood ornament. What could I possibly have to pout about? Sorry if the assignment doesn't live up to your grand expectations. Someone must watch the perimeter. If 009 slips through our fingers, you're the last line of defense. Exhilarating. Greenway's testing you, mate. That's all. Don't give him an excuse. The cap looks good on you, though. Really brings out your cheekbones.
Tja, da ist Bond in seiner ersten Mission als MI6-Agent erstmal nur der Fahrer. Aber keine Sorge, auch das wird später spannender. Take a left up ahead, James. Backseat driver. What's that, darling? Just a frog in my throat. Unser Team ist hier auf der Jagd nach dem abtrünnigen Agenten 009 und soll ein Turnier infiltrieren. Sehr Casino Royale-mäßig, diesmal ist es allerdings ein Schachturnier. Gameplay-technisch gibt es aber eine Premiere. Das hier ist nämlich das erste Spiel von IO Interactive, in dem man Autos fahren kann. Hold. Is everything in order? Routine inspection, ma'am. Won't be a moment. All clear. Please proceed. Es kann übrigens gut sein, dass man auch mal ein Boot steuert oder es sogar einen Tauchgang gibt. Zumindest im Trailer waren solche Szenen zu sehen, könnten aber auch nur Zwischensequenzen sein. So, jetzt überspringen wir mal einen kleinen Teil der Fahrt. Ich packe euch den Link zur kompletten Präsentation aber auch noch unten in die Videobeschreibung. Aber ich glaube, man kriegt ein ganz gutes Gefühl dafür, was die Entwickler meinen, wenn sie sagen, dass die Level in First Light die größten sind, die sie jemals gebaut haben. Pull up. This is our stop. We're live, gentlemen. Switch to comms. Monroe, with me. James, stay. Save the world some other time, yeah? Afternoon. Invitation, please. Blake and Loretta York. Plus the help. Welcome to the Grand Carpathian. Parking is right up ahead. Mr. and Mrs. York, enjoy your stay. Much obliged. Nochmal ein kleiner Sprung. Während der Rest des Teams bereits in Position gegangen ist, ist James von seinem Teil des Auftrags nicht gerade begeistert und ein bisschen gelangweilt, aber es dauert natürlich nicht lang, bis er was entdeckt, was ihm genug Anlass gibt, auf seine Anweisungen zu pfeifen und seine eigene Untersuchung zu starten. Und hier ist es jetzt auch, wo man am stärksten die Hitman-Vergangenheit des Entwicklerstudios merkt, denn die jetzt folgenden Szenen könnten 1:1 aus der Auftragsmörder-Serie stammen. Oh, I'm stretching my legs. Finger vom Ohr. Bond, reporting suspicious behavior. 009? No, one of the hotel staff. Strangest looking bellhop I ever saw. He was mishandling luggage. Are you joking? What are we, the local tourist board? I guess he had to be there. It was odd. I'm gonna check it out. You will not. 009 is our only priority. Stay at your post, James. That's an order. Yes, Mom. They had poor taste, if you ask me, and got what they deserved. Pardon me? Need to see a man about a bag. Missed him. Afternoon, sir. Staff and press only. Oh, damn. Forgot my press badge. You're not the first. Can I duck through? I need to catch up with that bellhop. Show me your ID and all's good. Better go and get my ID then. If you want to catch your bellhop. Fair point. So, jetzt wird's spannend. James wird nicht reingelassen, also muss er sich nach einem alternativen Weg umschauen, sieht oben ein Fenster und auch eine Regenrinne, da könnte man ja vielleicht entlang klettern. Vorausgesetzt, man wird dabei nicht gesehen, aber das ist gar nicht so einfach, also muss man erstmal für ein bisschen Ablenkung sorgen. Und hier kriegen wir auch einen kleinen Blick aufs Interface. Auf der linken Seite sehen wir unten den Kompass und ja, das soll eigentlich die Uhranzeige sein. Also links der Kreis ist für die Batterieladung und rechts der grüne Kreis ist für die Vergiftungspfeile, die man verschießen kann. Sowas bringt die Leute nicht um, aber es lässt sie Magenkrämpfe bekommen, woraufhin sie dann zum Beispiel ihren Posten verlassen. Anders als Agent 47 darf Bond halt nicht wahllos Leute umbringen, sondern wirklich nur, wenn er in diesem License-to-Kill-Modus ist. Und deshalb bringt James halt eine Wache, die ihm im Weg steht, nicht einfach um, sondern lenkt sie ab. Zum Beispiel hier, indem er einen Wasserhahn aufdreht. Und zum Glück hat in diesem Spiel scheinbar niemand ein peripheres Sichtfeld, also bekommt überhaupt nichts aus dem Augenwinkel mit. Denn die Aktionen, die James hier vermeintlich unauffällig abzieht, müssten eigentlich schon ein bisschen Skepsis wecken. Aufladen kann man sowohl das Gift als auch die Batterie für die Uhr, übrigens mit Sachen, die man einfach so in der Umgebung finden kann. Die Uhr ist, zumindest hier von der Story so erklärt, extra so gebaut, dass sie möglichst kompatibel mit allen möglichen Sachen ist, die man in der Spielwelt finden kann. Wirkt auch ein bisschen albern, aber darf man einfach nicht zu sehr drüber nachdenken und stattdessen vielleicht einfach die sehr schön gestalteten Umgebungen beobachten.
inklusive übrigens wieder der Hitman-typischen Menschenmassen, die die Engine ja darstellen kann und die für eine sehr belebte Umgebung sorgen. What the... God, sorry. Oh, my... So, beide Wachen sind abgelenkt und zum Glück ist die erste Wache auch unglaublich lang damit beschäftigt, einen Wasserhahn zuzudrehen. Also genug Zeit, um das Feuerzeug zu klauen und damit ein kleines Feuerchen zu legen, um die nächste Wache dann gleich abzulenken. Später bekommt James auch einen Laser für seine kleine Multifunktionsuhr. Der war jetzt wohl aber noch nicht verfügbar. What? Wird sowieso wahrscheinlich einer der interessantesten Aspekte am ganzen Spiel werden, zu sehen, wie viele unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten es für Situationen gibt. Das ist ja eine der großen Stärken der Hitman-Serie. Übrigens, die Anzeige rechts unten steht für den Instinkt, auch eine Ressource, die man braucht, um zum Beispiel in bestimmten Situationen zu bluffen, um Personen irgendwo hinzulocken oder um die Zeitlupe zu aktivieren. Die Energie dafür verdient man sich wohl durch bestimmte Aktionen, wobei ich das noch nicht so ganz geschnallt habe. Aber hey, wenn hier niemand unseren engagierten Spider-Man bemerkt, dann werde ich ja wohl auch nicht alles verstehen müssen. Gatecrashing a black tie event. Haven't done that since final year. So, und jetzt kommt gleich einer der, wie ich finde, James Bondigsten Momente der ganzen Demo. What? Ken Banks, penetration tester. I need to have a stern word with your manager. Good to have you on the team. Das ist einfach so charmant albern, dass er damit durchkommt. Super. This guy better be worth it. Was hingegen so gar nicht James Bond, aber dafür sehr Nathan Drake ist, sind natürlich die ganzen Selbstgespräche. Und wir hören hier nicht seine Gedanken. Er bewegt tatsächlich den Mund, also er sagt das alles laut. Don't mind me, ladies. Good afternoon, sir. Which room is he in? Dunno. But he's getting an extra mint on his pillow. That's for sure. Was sie halt wirklich wahnsinnig gut können, sind sehr detaillierte Umgebungen und vor allem lebendige Umgebungen mit den ganzen individuellen Animationen, mit den vielen Leuten, die hier rumstehen, rumsitzen, im Gespräch vertieft sind. Das ist so cool. Now, let's see what all the fuss is about. Während die Entwickler diese erste Mission von First Light unkommentiert gezeigt haben, genau wie auf der Gamescom, gab es gestern bei der State of Play im Anschluss dann noch ein paar Szenen aus einer späteren Mission und da gab es dann auch mehr Erklärungen, auch zu unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten. Da sehen wir dann auch mal den Laser in der Uhr im Einsatz. Also übergebe ich das Wort für ein paar Minuten an die Entwickler und danach steigen wir nochmal ins Auto, allerdings in ein deutlich flotteres. In this mission, our unseasoned but highly trained Bond must track an assassin through a sophisticated Kensington gala. You'll want to blend in with the crowd while scouting for tactical options. Creating a mental map of available pathways without giving yourself away. Go to the security room. It's first floor, east wing. Staff offices. Got it. Bond must gain access to the upper floors, but some areas are off limits, even for those with a stolen ticket. Sorry, sir. Can't let you through. Just looking for the bathroom. Other side of the bar. Dialogue from other characters can offer clues to the mission's progression. Listening in on conversations is a useful intelligence tactic, potentially revealing opportunities for an easy breach. If he doesn't make an appearance in the next 10 minutes, he can watch from down here. Yeah, do that. Rob Minkley, Crux Magazine. And you are? Rob Minkley. Sorry for the wait. About time, Mr. Minkley. I almost gave up on you. Right then, go grab your camera and I'll take you past security. What? Photography can be such a negative experience. Characterize him. First Light provides multiple pathways for achieving Bond's objective, Looks you in off. if he's prepared to get creative. Hier gibt es jetzt mal ein schönes Beispiel, wie man eine Situation lösen kann, also wie wir an die Kamera rankommen und das alles mit den Funktionen der Uhr. Man kann die Kamera entweder kurz stören, dann legt die Fotografin sie zur Seite, man kann eine Person ablenken und sie dann einfach schnell einsacken oder halt die Wache vergiften. All set.
Follow me. Bond's gamble has paid off. The balcony should give you an excellent view of the stage. Sorry, miss, but this man can't go upstairs. Relax, fellas. He's with me. You say so. I read your articles in Crux magazine on rogue AI and cognitive warfare. Hopefully this is a good time to drop in. You won't always receive the red carpet treatment. So sometimes you might have to take the initiative. In these highly volatile stealth situations, it pays to choose caution over direct confrontation, as everyone can be a valuable source of information. Saunders. I'll be needing that key card. Watch it. What? That needs a look. Hier sieht man übrigens, dass so ein Takedown ein bisschen Initiativenenergie zurückgibt. Moments when Bond remains undetected offer the chance to survey hostile areas. North exit. That's my way out. Bond can use the environment to his advantage by choosing from multiple routes, exploiting opponents' positions or security vulnerabilities. Christmas gifts are just clogged up our cabinet. Depending on the situation and the odds, Bond can always go with a quick and blunt strategy. Hier sieht man gleich auch nochmal, dass Bond durch Nahkampfangriffe Energie wiederherstellt, aber ich bin mal gespannt, ob das wirklich immer alles an Angriffsoptionen gebunden ist. Could have played that a little smoother, James. He got away with it this time, but they could have called reinforcements. Alternatively, Bond can opt for a more elegant style, using the scan from his watch to highlight options for distraction and misdirection. What was that? I'll have a quick look. Who sets the alarm? What's wrong with you? Your Q gadgets are custom developed to be powered by resources found in the environment, so be sure to stock up when you have the chance. Aside from your signature watch, a gift from Q, you'll have other gadgets in your arsenal. The laser fires a direct beam of energy that can be used offensively against targets or tactically on environmental weak points, Take care of that right away. opening up strategic options to avoid combats or spring traps. The smoke device confuses and disorients foes, letting you pass through undetected, offering a chance for concealed stealth takedowns. The world of 007 First Light will see Bond face different opponents, some of whom cannot be bluffed or charmed into compliance. Using a dart phone to incapacitate them will give you an opportunity to talk your way out with a charismatic flourish. First, I asked for Boston since... Oi! I need to find Saunders. There's a chance the suspect is dressed as security. The bastard could be hiding right under your noses. Damn. I'll keep an eye out for new faces. But sometimes, hard as you may try to stay hidden, a fight is unavoidable. So viel zu den Sandbox-Abschnitten und den Schießereien. Aber es gibt halt noch eine dritte Gameplay-Komponente von 007 First Light und das sind die Fahrzeugabschnitte. Und die sind zwar effektreich in Szene gesetzt und erinnern in ihrer ganzen Inszenierung auch ein bisschen an die Strecken aus dem Stuntman Ignition Spiel, falls das noch jemand kennt, aber sie sehen auch so aus, als würden sie kein sonderlich gutes Fahrgefühl rüberbringen. Das muss wahrscheinlich auch nicht sein, weil es vielleicht nur eine Handvoll solcher Szenen gibt. Das hier ist ja kein Open-World-Spiel, wo man ständig mit dem Auto durch die Gegend fährt, aber trotzdem, irgendwie sieht das Fahrzeug aus, als sei es ein bisschen zu leicht, als würde es die Gewichtverlagerung nicht richtig rüberbringen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man diese Abschnitte jetzt nicht unbedingt mehrmals hintereinander spielen will. Got too much of a head start. You need to cut some corners. Careful what you wish for. Aber wer weiß, vielleicht gibt es bis zum Release Ende März 2026 ja auch nochmal eine Anspielgelegenheit und ich werde eines Besseren belehrt. Insgesamt sieht 007 First Light, wie ich finde, aber sehr spannend aus. Über diesen starken Uncharted Nathan Drake Ansatz, gerade mit dem jungen Bond, kann man sicherlich streiten. Das wird am Ende eine Geschmacksfrage sein. Aber ich finde es recht sympathisch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Das war's erstmal von meiner Seite. Ich lasse euch jetzt hier mit dem Rest dieser Verfolgungsjagd allein und sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Fritz. Look out!
Nicola! Sheep! You're right! Left! Go left! Brace! There he is. Clear the road! Hold tight. Now we're talking. Right. Who are you really? Agent Charlotte Ross. I'm with the DGSE. That's... French intelligence. James Bond. MI6. Yes, I figured as much. What's your interest in 009? Beckett didn't spend his fugitive years on a golf course. That's what you think. DGSE has been hunting him for a long time. This is the closest we've ever gotten, and I'm not letting him slip through my fingers now. Sounds like we have a conflict of interest. How about we burn that bridge when we get to it? Fine by me. There. Pull over. No sign of 009. Plenty of his friends, though. I'm not loving the odds. I've had worse. Well, in that case. Get down there, draw their fire. I'll flank them. We need to keep that plane on the ground. Well, what are we waiting for? There's that English sang-froid. Bonne chance, James.